Hey, in diesem Video möchte ich dir einige praktische Rezepte für leckere, herzhafte Buddha Bowls zeigen, die sich perfekt für einen Muskelaufbau eignen oder zum Abnehmen, falls du Fett reduzieren möchtest. Alle Bowls kannst du nach deiner Präferenz und den Makros natürlich in der Menge variieren. Wenn du gerade im Defizit bist oder einfach für eine Mahlzeit nicht mehr so viele Kalorien offen hast, kannst du etwas mehr Gemüse integrieren oder die Toppings reduzieren und dafür die Kohlenhydrate zum Beispiel beibehalten, so dass es eben in deine gewünschte Kalorienaufnahme passt. Und weil so viele danach gefragt haben, nachdem ich die neue The Art of Health App released habe, die viele von euch ja bereits nutzen, werde ich dir gleichzeitig zeigen, wie du deine Zutaten richtig wiegst und trackst, damit du deine gewünschte Kalorienbilanz, die von der App ja auch jede Woche mit dem Check-in angepasst wird, erreichen kannst und trotzdem leckere Mahlzeiten wie meine heutigen Bowls leicht zubereiten kannst. Schritt Nummer 1 für die erste Bowl ist das Vorheizen des Ofens, denn wir können alles außer die Toppings im Ofen zubereiten. Für die erste Bowl schneide ich das ganze Gemüse erst einmal klein und du kannst selbst entscheiden, ob du reine Gemüsequellen, die also auf 100 Gramm weniger als 25 Kalorien haben, tracken möchtest oder nicht. Wenn man die Gemüsemenge konstant lässt, muss man es nicht tracken, weil es kalorisch einen sehr geringen Einfluss hat. Wenn es dich jedoch nicht stört oder du deine Ballaststoffmenge auch aus Gründen deiner Verdauung im Blick halten möchtest, kannst du das Gemüse natürlich auch mit tracken. Ich kenne die Gemüsemengen grob und wiege es nicht ab, sondern schätze es und trage es dann grob ein. Lebensmittel, die immer in die Kalorien mit einberechnet werden sollten, sind solche, die einen signifikanten Einfluss auf deine Kalorienzufuhr haben. Man kann auch sagen, alle Lebensmittelquellen, die auf 100 Gramm mehr als 25 Kalorien haben. Das ist aber nur eine grobe Kategorisierung, sodass du ungefähr dich immer an eine gleiche Art und Weise des Trackens hältst. Da wir die Süßkartoffeln auf jeden Fall in die Kalorien berücksichtigen wollen, ist es am einfachsten, wenn du diese vorher wiegst und dann bereits in die Kalorientracker-Apps einträgst. Diese mariniere ich übrigens auch mit etwas Öl und Gewürzen. Die Gewürze brauchst du nicht tracken, wenn sie keine Stärke, Zucker oder ähnliche Zusatzstoffe enthalten. Das Öl tracke ich persönlich auch nicht, da ich immer eine oder maximal 2 herzhafte Mahlzeiten am Tag esse, die Gemüse aus dem Ofen beinhalten. Da es also fast immer gleich ist, tracke ich das Öl persönlich nicht. Auch aus dem Grund, weil es sowieso nicht komplett an dem Gemüse haften bleibt. Wenn du hier aber gerne etwas genauer arbeiten möchtest, empfehle ich dir einfach pauschal einen Esslöffel Öl zu tracken, den du dann nicht wiegen musst. Jetzt packe ich alles auf ein Blech und an dieser Stelle ein kleiner Tipp: Wenn du für dich und deinen Freund zum Beispiel oder eine Freundin kochst, kannst du deine Portion Süßkartoffel einfach an einer bestimmten Stelle platzieren, sodass du weißt, welches deine Portion ist. Da das Gemüse etwas länger braucht, gebe ich das schon in den Ofen und mariniere in der Zeit unsere Proteinquelle, und ich habe mich hier für einen schön frischen Lachs entschieden, welchen ich dann in eine ofentaugliche Form gebe. Ich empfehle, Proteinquellen wie Hühnchen oder Fisch auch immer vor oder immer nach dem Kochen zu wiegen, sodass man immer bei einer Methode bleibt, denn roh wird das Stück immer etwas mehr wiegen als nach dem Kochen, da es etwas Wasser verliert, und wähle dann in der App entsprechend die gegarte oder die rohe Version aus. Ich würde sagen, dass das rohe Gewicht genauer ist, da jede Zubereitungsart unterschiedlich ist, aber nochmal, am Ende des Tages kommt es darauf an, eine Konstante zu wählen und die Methode zu verwenden, die für einen persönlich am einfachsten umzusetzen ist. Der Lachs kommt dann etwa 20 Minuten später in den Ofen als das Gemüse, und wichtig ist, dass du ihn nicht zu lange drin behältst, sodass er nicht trocken wird. Und ein Indiz dafür ist, wenn er fertig ist, dass du darauf achtest, wann das Weiße aus dem Lachs heraustritt. Dann kannst du ihn aus dem Ofen nehmen und dann sollte er den perfekten Garpunkt erreicht haben. Und wenn alles fertig ist, kann es losgehen mit dem Anrichten der Bowl, und als Topping nutze ich sehr gerne Hummus und mache ihn aber ehrlich gesagt nicht sehr oft selber, da ich den aus dem Supermarkt auch echt gerne mag. Und das Dressing, das habe ich tatsächlich selber gemacht, habe ich aber schon am Vortag zubereitet, kann man auch sehr gut für mehrere Tage zubereiten, sodass du nicht jedes Mal alle Zutaten neu zusammenmixen musst. Ich bereite es gerne für 3 Tage vor, tracke die gesamte Menge als Rezept ein. In der Kalorientracker-App, die du verwendest, kannst du das gerne tun, und dann kannst du einen bestimmten Anteil davon, den du für den Tag verwendest, für diese eine Mahlzeit tracken. Bei unserer zweiten Bowl brauchen wir nur eine Pfanne, und ich versuche persönlich immer nur ein Küchengerät pro Mahlzeit zu nutzen, weil es einfach eine Menge Zeit und Aufwand spart.
Als erstes brate ich unsere Proteinquelle, den Tempeh, an. Für diejenigen, die Tempeh noch nicht kennen, Tempeh ist ähnlich wie Tofu, wird also auf Sojabasis hergestellt, jedoch handelt es sich um fermentierte Sojabohnen, weshalb er häufig besser verdaulich ist. Vor allem aber hat er einen sehr leckeren, nussigen Geschmack. Den gibt es in gut sortierten Supermärkten und in Biomärkten. Zum Braten eignet sich hier sehr gut Kokosöl. Brate ihn, bis er goldbraun ist, auf mittlerer Hitze. Und wenn er fertig ist, dann gebe ich die Streifen einfach auf ein Küchenpapier, sodass überschüssiges Öl einfach aufgesogen werden kann. Meistens teilen ich und Mike uns eine Packung Tempeh, somit esse ich einfach die Hälfte an Tempeh-Streifen und muss es nicht einmal wiegen. Ich scanne einfach die Verpackung ein und dann trage ich die Hälfte dieser Verpackung in meine App ein. Die Kürbisspiralen und die Zucchini-Spiralen habe ich im Supermarkt schon so gefunden. Man kann sie aber auch mit einem Spiralschneider selbst machen oder in kleine Würfel schneiden. Kürbis gibt es beispielsweise inzwischen auch schon in Würfeln geschnitten und gefroren zu kaufen. Solange alles vor sich hinbrät, kannst du schon mal das Dressing vorbereiten. Ich habe mich für ein schönes Avocado-Dressing entschieden und blende dir die Zutaten ein, da ich es auch schon für mehrere Tage vorher zubereitet habe. Das war es auch schon mit der hauptsächlichen Arbeit, denn der Rest ist nur noch eine Sache des Anrichtens. Und ich habe mich für diese Bowl noch für etwas frischen Salat entschieden und schwarze Bohnen aus der Dose, welche neben dem Kürbis unsere zweite Kohlenhydratquelle sind. Denn Kürbis ist ein stärkehaltiges Gemüse, das heißt, er hat als Gemüsequelle etwas mehr Kohlenhydrate als andere Gemüsesorten. Und als Topping passt hier sehr gut Feta. Und falls du die Bowl komplett vegan halten möchtest, gibt es inzwischen auch veganen Feta, der sehr gut schmeckt. Und der letzte Finish bilden unsere wunderbaren Microgreens, welche nicht nur optisch was hermachen, sondern auch geschmacklich und schöne Nährstoffe und Vitamine enthalten. Und zu guter Letzt kommen wir auch wieder zu einer Ofenbowl, für die wir fast alle Zutaten wieder im Ofen garen können, außer die Eier, die kochen wir für diese Bowl, was aber kein wirklicher Aufwand ist. Als erstes starten wir mit dem Schneiden des Gemüses und marinieren alles genauso wie bei der ersten Bowl, wobei ich gerne das Wurzelgemüse mit etwas Honig anreiche, also einfach einen Schuss Honig dazu gebe, was dazu führt, dass das Ganze nochmal etwas karamellisiert. Wenn man den Honig jetzt tracken wollte, dann würde ich dafür einfach einen Esslöffel oder 10 Gramm tracken. Und währenddessen das Gemüse gart, können wir jetzt schon die Eier kochen. Ich esse meistens 2 Eier und Mike 3. Und das Schöne ist an Eiern, dass man sie auch ganz leicht tracken kann. Man muss sie nicht einmal abwiegen. Und ich koche die Eier meistens nur 3 Minuten und lasse sie dann für weitere 2 bis 3 Minuten in dem heißen Wasser ziehen, damit sie meine Lieblingskonsistenz, nämlich wachsig, erreichen. Denn die Eier garen ja noch etwas nach dem Kochen, selbst wenn sie nicht mehr in dem heißen Wasser sind oder wenn das Wasser nicht mehr kocht. Und wenn das Gemüse im Ofen fertig ist, kommen wir wieder zum besten Part. Ich liebe geröstetes Gemüse mit Ketchup, aber ich verwende hier einen Bio-Ketchup, der ohne Zucker und dafür mit Agavendicksaft als Süßungsmittel zubereitet wurde. Ich habe ihn jetzt hier aus der USA, aber in Deutschland nehme ich immer den Kinderketchup aus dem Bioladen, welcher auch keinen Zucker enthält. Um das kleine Ketchup-Pöttchen richte ich nun das Ofengemüse an und lege dann die Eier oben drauf. That's it. Ich hoffe, dir haben meine Inspirationen gefallen und falls du mehr Unterstützung bei dem Ziel, Muskulatur aufzubauen brauchst oder deinen Stoffwechsel nach einer Diät aufbauen möchtest oder vielleicht sogar deine Periode verloren hast und diese zurückerlangen möchtest, kannst du dich ab morgen zum Early Bird Preis, der nur eine Woche gilt, für unseren brandneuen zweiten Online-Kurs Bild anmelden, in dem wir dir noch viel mehr Tipps zum Thema Meal Prep, Tracken und das richtige Vorgehen im Aufbau geben, auch ohne Kalorien-Tracken, wenn du das bevorzugst. Und du wirst von mir und Ramona persönlich begleitet. Außerdem erhältst du als Kursmitglied 3 Monate auf die The Art of Health App kostenlos und mehr Infos findest du dazu in der Beschreibung dieses Videos. Gib mir außerdem sehr gerne Feedback in den Kommentaren zu deinen zukünftig gewünschten YouTube-Themen, sodass ich weitere Videos darauf basierend kreieren kann.